Guten Morgen aus Los Angeles. Yay, das ist Los Angeles. Also ein kleiner Teil davon. Genau, das hier ist unser kleines, bescheidenes Hotelzimmer für schlappe $30. Das finde ich ganz in Ordnung. Haben wir zu dritt drin geschlafen. Das Kissen war leider ein bisschen hart. Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden. Und jetzt geht's gleich los. Abenteuer in LA erleben. Keine Ahnung, was wir heute machen. Es war so cool. Das Fahrradfahren hat richtig Spaß gemacht. Und generell der Venice Beach ist cool. Ich habe mir noch ein kleines Andenken gekauft. Es wäre auch voll cool hier zu wohnen. Dann würde ich, glaube ich, jeden Morgen freiwillig um 6 aufstehen, eine Runde Rad fahren, ein bisschen Sport machen oder so. Und jetzt geht es leider auch schon wieder zurück zum Auto, denn wir müssen zu unserem Airbnb. Und das hier ist unser Airbnb. Wir leben jetzt ein paar Tage in einer richtigen kalifornischen, beziehungsweise in einer richtigen amerikanischen Nachbarschaft in Los Angeles. Das ist so cool. Die zweite Etage ist unsere. Super nice. Wow. Guys, this is so good. Boah, es ist so cool. Ich bin so begeistert. Wir haben übrigens eine 5-stellige Hausnummer. Jonas' Handy ist kaputt, deswegen müssen wir jetzt nach einem Store suchen, der das reparieren kann. Beziehungsweise wir wissen auch schon, wo einer ist, aber da gehen wir jetzt hin. Das ist 22-minütiger Spaziergang, aber ich finde es ganz cool, hier mal die Umgebung ein bisschen zu sehen. Deswegen, wir haben uns auch dagegen entschieden, das Auto zu nehmen. Und ich bin einfach so begeistert gerade. Wow. Das ist wie im Film, so in so einer richtigen amerikanischen Neighborhood. Was heißt Pet Xing? Das sieht man hier immer mal wieder, aber ich habe keinen Plan, was das heißen soll. Mal gucken, ob Google es mir sagen kann. Pet Xing bedeutet Pedestrian. Das X steht für Cross, weil es ja ein Kreuz ist. Crossing. Fußgänger kreuzen. Das ist auch schön. Es sieht aus, als wäre es nur eine Fassade aus einem Filmset oder so. Die Nachbarschaft ist echt hübsch. Ich finde, das ist wie eine, weiß ich nicht, sieht so ein bisschen aus wie eine kleine Stadt, aber einfach in groß. Klingt doof, ist aber so. It is Pizza Time! So, wir sind vom Einkaufen und Essen wieder da. Und guck mal, unser Nachbarhaus ist ganz schön illuminiert. Vorm Schlafen noch einmal LA bei Nacht bestaunen. Es macht mich doch schon sehr glücklich, das hier so zu sehen. Oh, ich mag diese Stadt. Die anderen gucken gerade noch einen Film. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht! Guten Morgen! Es regnet, es regnet. Frühstück und 2 Hotdog, yay! Regenwetter, was gibt es da Schöneres, als einen Surfkurs zu machen? Nein, im Ernst, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt hinbekomme bei meinem Geschick. Zwei Stunden später, Surfkurs geschafft. Es war ganz schön anstrengend, aber es macht mega Spaß. Ich würde das total gerne öfter machen. Ich meine, ich war nicht so gut, ich bin kein Naturtalent auf jeden Fall. Ich habe es, glaube ich, ungefähr 2-mal geschafft, aufzustehen. Also man musste sich da hinlegen und dann paddeln und dann, wenn die Welle kam, halt quasi nach einem bestimmten Muster aufstehen. Aber Übung macht den Meister. Das Wasser war erstaunlicherweise wärmer als die Luft. Also ich habe keine Ahnung, ob das normal ist, aber es war auf jeden Fall sehr schön und hat mich sehr gefreut. How did you like it? Very much, but I have one problem now. Oh, why? Another one is missing. That's our surf teacher. Yeah, what's up, guys? Thank you very much. It was fun. You did a great job. But did you like it, the surfing? Oh, gut. Es sieht leider zu aus.
aber wir haben einen German Dönerladen gefunden. Heute ist es sehr windig. Wir sind hier alle gerade fleißig am App downloaden, weil wir jetzt ein bisschen mit diesen elektrischen Rollern rumfahren wollen. A few moments later. Das hat sich ja mal voll gelohnt. 5 Minuten ein bisschen in den Kreis gefahren, um dann festzustellen, dass man in dem Bereich des Strandes hier da unten gar nicht fahren darf. Tja, habe ich das Konto umsonst um $10 aufgeladen. Ach ja, ich muss ja sagen, ich bin inzwischen schon ein bisschen müde. Da ist gerade ein bisschen eine schöne Stuntshow. Tschüss, Venice Beach. Hallo und herzlich willkommen in Hollywood. Hier bin ich mit meiner Kamera mal richtig. Und es ist ganz schön voll. Es erinnert mich so ein bisschen an so die typischen Bilder von New York. Aber ich fühle mich hier gerade sehr wohl. Ich meine, es ist ja auch meine baldige Heimat in 3 oder 4 Jahren. Da ist schon wieder so eine Ampel mit 5 Lichtern. Keine Ahnung, wofür die ist. Oh, das ist schon cool. Und wir sind hier auch direkt schon auf dem Walk of Fame. Da ist ein Kino. Hier ist direkt das nächste Kino. Und daneben das Hard Rock Café. Und da ist Werbung für Star Wars. Und da hinten ist auch noch irgendwas. Und, ein Chevy. Hallo Chevy. Oh, schon cool hier mal zu sein. Das habe ich... das ist schön. Ich freue mich. Und hier ist so eine schöne Timeline, wenn man hier runter guckt. Das scheinen Oscar-Gewinner oder so zu sein. Lord of the Rings ist dabei. $1 Million Baby. 12 Years a Slave. Slumdog Millionaire. Also es scheint irgendwas mit den Oscars zu tun zu haben. Slash. Ich habe Slash gefunden. Ja. You want a Hard Rock Cafe? Das sind diese Dinger, die ich auch bald in meiner Wohnung hängen haben werde. Willkommen im La La Land Souvenir Shop. Von den Sachen hier stehen leider keine Preise dran. Ich habe Krams gekauft. But in fact, that's not true. Wir waren gerade tatsächlich in Scientology und haben einen 20-minütigen Film geguckt. Danach wollten sie uns noch ein Buch und eine DVD verquatschen. Statt $100 nur $60. Die sagen dir eigentlich, du machst da eigentlich dann am Ende nur Therapien. Das hat man ja auch schon mal gehört. So wird das in dem Film auch ein bisschen angedeutet. Und da frage ich mich, warum, wenn du ein Problem hast, dann gehst du zum Psychologen und nicht zu Scientology. Ich glaube, die nutzen einfach nur die Schwäche der Leute aus. Das finde ich kacke. Aber Scientology ist halt auch kacke. Aber war interessant mal zu sehen, was die da für Tricks benutzen. Jetzt wird es spannend. Hier gibt es ein Geschäft, das heißt Wiener Schnitzel. Ich hoffe, da gibt es echtes deutsches Essen und ich bin mal gespannt, wie es so schmeckt. Das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Wir haben schon geschlossen. Wahrscheinlich, weil morgen Thanksgiving ist. Aber wir haben durch die Scheibe geguckt. Es gibt auch kein deutsches Essen. Es gibt Hotdogs, Burger und Pommes. Ich wäre also so oder so enttäuscht von dem Laden gewesen. Sieht so aus, als gäbe es das zweite Mal für heute Subway. Ich bin hier noch fleißig am Brownies essen. Wir wollen um 8 aufstehen, also wird es Zeit zu schlafen. Letzter Tag in LA. Tschüss, schönes Haus. Das war's schon. Sich als echter Amerikaner zu fühlen in einer amerikanischen Nachbarschaft. Aber es war cool. Es war ein sehr schönes Airbnb. So, wir sind hier gerade am Hollywood Sign. Aber zuerst zeige ich euch mal mein neues Outfit, das ich gestern gekauft habe. Es ist dieses schöne Käppchen hier. Und dann habe ich mir noch dieses T-Shirt gekauft. Jetzt wird es Zeit. Wo ist der Hollywood-Schriftzug? Da, 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 da. Ich meine, das wird jetzt leider nicht so ein langes, spannendes Montagevideo wie vom Grand Canyon oder so. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt nur ein Schild ist. Also viel kann ich jetzt darüber nicht filmen, aber es ist halt schon cool. Es ist sehr schön. Das ist mal ein Zebrastreifen. Eine weitere kleine Sehenswürdigkeit in LA, der Santa Monica Pier. Ach, ist das schön, wie im Urlaub. Naja gut, es ist ja sogar Urlaub.